wir waren auf einem Spielplatz und wir wollten da spielen. Wir hatten Pause und in dem Moment es hat explodiert. Und danach wusste ich auch nicht mehr, was da los war. Ich war auf dem Boden, konnte nicht hören. Man sieht überall Blut und sowas von den anderen. Ich war selber verletzt, also mein Arm und sowas. Zwei Kinder sind auch dadurch gestorben. Damit haben die Taliban zu unseren Eltern gesagt, zu dem kompletten Dorf, dass seht ihr, wenn eure Kinder nicht zu uns kommt oder wenn ihr eure Kinder nicht zu uns bringt, dann werden wir alle töten und umbringen. Die konnten da einfach nichts machen, weil überall Taliban waren. Wenn ich auf die letzten Monate und Jahre zurückblicke, bin ich sehr dankbar dafür, dass diese jungen Leute zu uns gekommen sind. Im Elisabeth-Stift beschäftigen wir uns seit 1826 mit allen Fragen schiefgegangener Erziehung. 2015 kam ein ganz neues Thema zu uns, nämlich das geflüchteter junger Menschen. Für uns völlig überraschend kam ein Anruf aus dem Ministerium und wir wurden gebeten, an diesem einen Tag sofort 32 Plätze zur Verfügung zu stellen für minderjährige, alleinreisende Geflüchtete. Und das haben wir dann auch getan. Was machen wir jetzt? Geben wir unsere Kinder, sind die dann tot? Entweder in einer Woche oder in einem Monat oder in einem Jahr. Das war nicht so einfach, da irgendwas anderes zu machen. Jeder ist nicht reich und selbst für uns beiden hat mein Vater alles verkauft, was wir überhaupt hatten. Haus, er war Bauer, was er alles hatte. Er hat alles verkauft, damit er das bezahlen kann. Und dann haben die das entschieden und dann haben die mit irgendwelchem Agent gesprochen. Ich wusste eigentlich davon gar nicht. Bei uns war so, dass gegen Abend wir essen gemeinsam immer. Wir waren am Tisch und dann da meinten die Eltern zu mir, du gehst morgen weg. Und dann habe ich, wohin denn? Und dann meinten die, ja, nach Deutschland. Ich habe gesagt, wie jetzt? Also ich war schockiert, dass auf einmal meinten die zu mir, ja, du gehst jetzt weg. Und natürlich habe ich dann geweint und habe sofort abgesagt, nein, mache ich nicht, egal was mit mir passieren wird, bleibe ich trotzdem hier. Aber die haben trotzdem Nein gesagt. Wir sind in der Lage, mit den staatlichen Mitteln einen jungen Menschen, egal aus welchem Land er kommt oder welcher Herkunft er ist, zu versorgen. Aber wenn wir das Ziel vor Augen haben, dass dieser junge Mensch ein selbstständiges Leben führen möchte, das nicht bestimmt wird von den Traumata, dann braucht es viel, viel mehr. Und das zahlt weder der Staat noch eine Sozialkasse. Und dazu brauchen wir Spender und Spenden, für die wir ja auch sehr dankbar sind. Aus unseren eigenen Mitteln alleine hätten wir die notwendigen Summen nicht aufbringen können. Und wir kamen dann auf die Idee, dass wir das Instrument eines sogenannten Global Grants der Rotary Foundation in Anspruch nehmen, sodass wir in der Summe den großen Betrag, den das Elisabeth-Stift für ihre Aufgabenstellung benötigte, aufbringen konnten. Für unsere Pädagogik spielt Beziehung eine ganz große Rolle. In Beziehung zu sein und Beziehungen zu leben. Um das überhaupt zu können, braucht ein Mensch Raum, Schutz und Halt. Und die Geflüchteten haben genau das verloren. Sie haben ihre Familien verloren, sie haben ihre Kultur verloren, ihre Heimat verloren, ihre Sprache verloren und so weiter. Und das, was sie brauchen, um sich entwickeln zu können oder dann Beziehungen aufnehmen zu können, ist eben dieser Halt. Und darum geht es und ging es in der Arbeit mit diesen jungen Menschen. Ich bin aus dem Bundesland Gardez und die Stadt heißt Paktia, wo ich gewohnt habe.
Und als wir geflüchtet sind, war ich erstmal in Herat. Das liegt an der Grenze von Iran und dann sind wir dadurch nach Iran geflüchtet. Dann Türkei, dann Bulgarien, Ungarn, Österreich und Deutschland. Über 6 Ländern sind wir geflüchtet und 3 Monate lang war ich unterwegs. Ich bin im April 2015 aus dem Heimatland rausgegangen und im September war ich in Deutschland. An der Stelle gehört es auch zum Teil der Willkommenskultur, sich davon nicht in der Art beeindrucken zu lassen, dass man selber unsicher wird oder vielleicht traurig wird oder also die Gefühle, die das in einem auslöst, wenn man solche Geschichten hört, dass man die einigermaßen bewältigen und regulieren kann. Um sozusagen die Wucht der Erlebnisse oder des innerlichen Erlebens von Erinnerungen abzumildern und eine Gelegenheit zu geben, dass er sich in einem sicheren Hafen befindet und auch mit seinen schwierigen Erlebnissen jetzt nicht zum Beispiel zusätzlich noch die anderen schockiert oder auch schwächt oder irritiert. Ich bin aus dem Irak geflüchtet, 2001 mit meiner Familie zusammen. Ich bin genau wie die Jungs durch Schleuswege hierher gekommen. Deshalb weiß ich, was die Jungs durchgemacht haben. Und ich kenne auch das Gefühl, wenn man hier ankommt, fremd, man kennt die Sprache nicht, man vermisst seine Freunde, Familie. Ich hatte das Glück, dass ich mit meiner Familie hier war, aber die Jungs sind ganz alleine auf sich allein gestellt und das sind Minderjährige gewesen. Tor, sehr gut. Du hattest den Ball nicht und du hast ihn weggeschubst. Hättest du den Ball gehabt, ist okay. Wir hatten sogar einmal einen 13-Jährigen bei uns oder 12-Jährigen sogar. Wenn du diese Arbeit magst und mit dieser Jugendlichen arbeitest und sie kennenlernst, dann wachsen dir ein Herz. Das kannst du nicht beeinflussen. Ich glaube, einige Jugendliche sind einfach so so liebevoll oder so freundlich oder so. Die sind einfach gute Menschen. Noch ein Tor, Maria. Wir hatten Jugendliche, die in ISIS-Gebiete gelebt haben, die mir erzählt haben, dass sie gesehen haben, wie Leute enthauptet wurden. Oder andere, die gesehen haben, wie ihre Väter oder Brüder verhaftet wurden, mitten in der Nacht. Und manche haben bis heute noch Trauma und die leiden darunter. Also was die Jungs hier durchmachen, ist echt sehr, sehr hart. Und wir haben Jungs, die sehr familiär sind, die vermissen ihre Familien und das macht was mit ihnen. Da komme ich halt im Spiel und versuche, ja, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Wenn man weiß, was die Jungs leiden, dann kann man dir auch besser helfen, glaube ich. Du musst schnell rennen, ja, Zone ist bald da. Du brauchst ein Auto. Findest du nicht geil? Was, das Spiel? Ja? Klar finde ich geil. Aber ich habe keine Zeit, dass ich ständig spiele. Warum? Musst du immer Frauen suchen? Nein, ich muss arbeiten, Schule machen. Damit sich unsere jungen Menschen integrieren können, ist es meines Erachtens nach sehr wichtig, dass sie ihre Traumata aufarbeiten, dass sie ihre Fluchterfahrungen aufarbeiten. Braucht ihr Hilfe? Danach finde ich es wichtig, dass sie unsere Kultur verstehen und auch verstehen, wie 2 Kulturen oder verschiedene Kulturen miteinander leben können. Sprache spielt eine sehr wichtige Rolle dabei. Und wir leben in einer Leistungsgesellschaft, das heißt, ich finde einen Schulabschluss oder eine Lehre oder ein Studium so etwas sehr, sehr wichtig, damit sie ein selbstständiges Leben, wenn sie hier bleiben wollen, bei uns führen können. Elisabeth Steff haben für uns einen Raum organisiert, wo wir immer beten konnten. Und die haben immer für uns Mögliche gemacht, wodurch wir unsere Religion weiter behalten können oder dafür irgendwas machen können. Und genauso haben die auch einige Sachen erzählt und immer von christlicher Religion und zum Beispiel Weihnachten.
Da treffen wir uns auch zusammen, wir kochen zusammen, wir bekommen Geschenke von Elisabeth Stift. Das ist auch so Kultur oder religiös, dass die uns zeigen, okay, und wir respektieren die auch alle. Auf, hier auf. Nochmal. Mustafa, warte mal, Mustafa. Nochmal. Den richtigen Ausweis jetzt, oder was? Was ist das hier? Ich habe keine Brille auf. Siehst du nicht? Nee. Okay, wenn du Brille auf hast, dann zeige ich mir dir. einfach vor. Nein, will ich nicht. In der Prüfung, das war so lustig. Der Prüfer, der war so alt. Erstmal dachte ich mir, na gut, bist du durchgefallen. Der hat erstmal die Frage nicht gestellt, was man normalerweise da beantworten muss. Erstmal 3 Fragen. Und dann sind wir losgefahren nach Wietzen. Da haben wir die Gefahrbremsung gemacht und rechts rückwärts einparken gemacht. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt fahren wir wieder zurück. Für die wurde alles entschieden, von Eltern oder von Bruder oder von Mutter, was die machen, welchen Weg sie schlagen. Meistens hat man das gemacht, was der Vater gemacht hat. Zeig mal. Nein, sieht scheiße aus. Wieso? Zeig mal. Ne, die sehen, ich habe es gar nicht gemacht. Ja. So nicht. Das ist doch schön, Mensch. Ich meine, hast du die geschnitten, nachdem du die gefärbt hast? Wir haben in Syrien oder Irak nicht so viele Möglichkeiten. Das heißt, man hat die Schule, die geht bis zur 9., bis zur 12. Klasse, ist immer gleich. Und danach gucken wir, was man macht. Aber hier in Deutschland ist es ganz anders. Also man kann hier Ausbildung mit 16, mit 17, mit 18 anfangen. Man kann hier Berufsschule besuchen, man kann Fachhochschule. Diese Auswahl, diese viele Möglichkeiten hatten wir erstmal nicht. Und die Jungs wissen nicht, wie sie damit umgehen, sich selber zu entscheiden über die Zukunft. Das kannten sie gar nicht. Und die sind damit hier, finde ich, sehr überfordert. Ich habe im Juli 2018 meinen mittleren Schulabschluss geschafft. Und ich habe im September eine Ausbildung als Kaufmann für Büromanagement in Gegenbauer in Berlin angefangen. Einige sind hier. Ich habe alles genommen. Ich weiß nicht, ob Sie hier irgendwelche... Da ist eine Faxbestätigung hoffentlich dabei sein, aber... Ach so. Ich gucke mal, ob ich das durchkommen muss. Hier? Ja, Fehler aufgetreten. Danke. Wir sind nicht für ihr Leben verantwortlich. Das sind die Jugendlichen. Wir können ihnen helfen, aber wir können nicht das übernehmen, was sie machen sollen. Das müssen sie schon machen, die Jugendlichen, und nicht wir. Wir haben uns noch zusätzlich überlegt, dass es ja für Jugendliche, die das Elisabeth-Stift schon verlassen haben, auch noch Hilfenotwendigkeiten gibt, zum Beispiel einen Job zu finden oder ein Studium in der richtigen Form zu finden. Und hier könnten wir uns vorstellen, dass wir im Rahmen eines neuen Projektes etwas zusammenbauen, was in diese Richtung geht, Hilfe für diejenigen, die es noch nicht geschafft haben, mit dem 18. Lebensjahr selbstständig ihren Weg zu gehen. Die Gefahr, die besteht, wenn eine solche zusätzliche Unterstützung wegfällt, beziehungsweise in der Regelversorgung ja auch gar nicht da ist sehr groß, dass ein großer Teil der Jugendlichen es nicht schafft in die Integration, sondern im Gegenteil ein hoher Druck auch in die Illegalität da ist und eine große Verführung sozusagen bei mangelnder individueller Unterstützung, dass einfach mehr Jugendliche den Anschluss nicht bekommen und dann in eine Situation geraten, die wir eigentlich sowohl aus Kostengründen, aus Folgekostengründen, als auch aus humanistischen Gründen mit Sicherheit überhaupt gar nicht wollen. Ganz laut am Ende. Kein Problem. Guck mal, komm, ich stelle mich hier so hin und du machst einfach so Bilder. So erstmal von der Seite
Das war irgendwie mein Wunsch, immer ein Model zu werden. Ich fotografiere selber auch manchmal und manchmal lasse ich mich fotografieren von den Kumpel. Ich weiß nicht, wie so sein. Ja, ist gut. Es ist zu hell hier. Zu hell, ja. Das ist gut, oder? Ja, das ist gut, ja, finde ich auch gut. Als ich in meinem Heimatland war, da kannte ich einfach kein Instagram oder Facebook. Nachdem ich nach Deutschland gekommen bin, dann habe ich erstmal die Sachen kennengelernt und habe mich da angemeldet und in 3 Jahren habe ich jetzt plötzlich 10.000 Abonnenten. Als ich 10 Jahre alt war, ich mochte Fitnessstudio und ich wollte immer ein Bodybuilder werden und dafür habe ich dann angefangen für ein Bodybuilder-Turnier und habe extrem hart trainiert dafür und dann habe ich geschafft, dieses Bodybuilding-Turnier zu gewinnen. Da war ich 14 Jahre alt, habe ungefähr 1 Monat lang für das Turnier trainiert und danach sah ich dann so aus. Hermannplatz, Übergang zur U7. Ich glaube, wenn ich nicht in Elisabethstift gelandet wäre, hätte ich nicht das alles geschafft. Ich hätte keine Ausbildung jetzt. Ich glaube, ich hätte die Schule nicht geschafft. Was für Möglichkeiten die uns gegeben haben hier, gibt es nirgends woanders. Wie die uns helfen bei der deutschen Sprache, bei den anderen Sachen, bei Ausbildung, dass die immer versuchen, uns eine Ausbildung zu finden. Wie Deutschland mir geholfen hat und alles mir gegeben hat, ich werde das nie in meinem Leben vergessen. Und ich werde bis zum Ende meines Lebens für Deutschland alles machen, was ich machen kann. Ich möchte gerne das wieder alles zurückgeben. Deutschland ist auf jeden Fall mein neues Zuhause. Ich träume, dass ich meine Familie hier habe, mit mir in der Zukunft und dass ich hier ein besseres Leben habe. Davon träume ich. Wir erwarten von diesem Engagement einmal die direkte Hilfestellung bei den jetzt etwa 40 betroffenen Flüchtlingskindern, die im Rahmen dieses Projektes im Elisabethstift diese Hilfe erfahren. Aber wir erwarten auch ein positives Beispiel für die Gesellschaft, was man richtig tun kann, um eine Chance zu geben, diesen Kindern in ein normales Leben sich zu integrieren. Denn nichts ist wichtiger als eine Integration für diese fremden Kulturen bei uns, um langfristig einen sozialen Frieden in unserem Land und in Europa aufrechtzuerhalten.